Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica Below Zero. Irgendwie ist das alles gerade ein bisschen laut, inklusive meiner Mikrofonspur. Ich weiß nicht, was mit dem Sound los ist, der ist irgendwie total verbuggt. Und das tut mir sehr leid. Ich habe es versucht gerade wieder hinzubekommen. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe davor aufgenommen und habe dann diesen Anruf gehabt. Und habe dann wieder aufnehmen wollen und habe gesehen, dass mein Mikrofon total übersteuert und alles Mögliche mit aufnimmt, obwohl es das sonst nie macht. Ja, und der Desktop-Sound ist jetzt irgendwie auch super laut. Also keine Ahnung, ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich. Wir sind nochmal hier, weil ich nach einiger Recherche und einigen Fehlversuchen, die ihr jetzt nicht seht, weil ich die dann einfach nicht mit aufgenommen bzw. reingeschnitten habe, ich doch nochmal gerne hier gucken wollte, weil ein paar Leute auf Reddit geschrieben haben, dass sie doch alle drei hier drin gefunden haben. Von dem Parallelprozessor, den wir immer noch versuchen zu bauen. Und deshalb versuche ich jetzt irgendwie hier nochmal klarzukommen. Oh, das ist ein bisschen ungeschickt, ne? Das machen wir gleich mal anders, weil wenn dann Not am Mann ist und ich Sauerstoff brauche, dann wäre es blöd, wenn das Ding hier im Weg ist. Ja, deshalb versuche ich jetzt trotzdem nochmal hier mein Glück, auch wenn wir hier eigentlich schon waren, weil viele Leute auch hier noch einiges gefunden haben. Was ich jetzt zum Beispiel noch nicht gefunden habe. Deswegen kann es sein, dass wir wirklich ein paar Räume einfach noch übersehen haben. Es ist halt unfassbar unübersichtlich in diesem Teil. Aber, ja. Wir probieren das, weil sonst fällt mir halt auch gerade nichts mehr ein. Also es gibt irgendwie wohl noch einen dritten Wrackteil, aber da ist anscheinend doch nichts drin. Also ist alles ein bisschen verwirrend. Deshalb würde ich jetzt mal versuchen... Kommt man hier überhaupt drüber in das andere Teil? In das andere... Gebiet hier. Man weiß es nicht. Vielleicht nehme ich doch mal noch das Schiff und gehe dann noch mal woanders hin. Das war ja jetzt auch so der letzte Part, den wir gemacht haben. Davor waren wir ja an einer anderen Stelle. Gott. Wo hänge ich denn hier? Achso. Denn einer hatte geschrieben, er hat nicht nur in der Kommandozentrale was gefunden, da waren wir dann auch, sondern hat hier auch in diesem Wrack auch noch im Motor was gefunden. Und das würde ja bedeuten, dass hier doch noch mehr ist. Metallschrott brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, das war auch der Ort, an dem wir zuerst reingegangen sind. Und hier oben geht es ja nicht weiter, ne? Das sieht nur so aus. Also hier kamen wir durch. Ich versuche jetzt irgendwie hier einen Überblick zu behalten, aber das ist nicht einfach. Was ist hier oben noch? Hier geht es auf jeden Fall auch weiter. Bleiben wir mal auf dem Stockwerk.
Hier ist der Tunnel. Ich weiß nicht welcher. Irgendeiner. Ah, hier geht's auch gar nicht durch, ne? Na gut, dann ist das schon mal erledigt. Also. Hier ist auch nichts in der Decke. Dann hier zurück. Und da geht's wahrscheinlich nur ganz raus. Ah, ne, da geht's gar nirgends hin. Okay. Dann gehen wir hier im obersten Stockwerk mal weiter. Ich würde ja eigentlich denken, wenn es jetzt um einen Motor geht, dann sollte der ein bisschen weiter unten sein. Ach, guck mal, hier ist die Brücke. Durch den Gang sind wir meines Wissens schon durch. Das war dann der wieder zurück zum Anfang geführt hat. Okay. Schön. Wieder Wasser aus unserem eigenen Pipi bekommen. Wir freuen uns. Gut, also nochmal. Aus der Tür kamen wir. Hier unten... weiß ich gerade nicht. Ach nee. Das war der Eingang. Okay, witzig. Das hier bin ich mir nicht sicher, ob mir das bekannt vorkommt. Dieses Rumgeklopfe hier ist echt ein bisschen dezent nervenzerreißend. Ja. Ja. Okay, ja, dann würde ich es vielleicht doch nochmal mit dem Gang von der Kommandozentrale probieren. Das war eins weiter oben, ne? Ja. Ja, und dann geht's ja vielleicht von dort zum Maschinenraum. Das wäre jedenfalls toll. Hier ist auch nichts in der Decke, also. Und hier gibt es auch keinen Abzweig, oder? Also, ne, das nicht, dass wir das irgendwie da übersehen haben. So, hallo Raum mit offenen Kisten, die wir schon gelootet haben. Schön, dass du da bist. Aber ich meine, es ist ja sowieso alles auch keine Garantie, dass wir die Sachen alle mitgenommen haben, weil wir sind ja dezent häufig gestorben hier. Ich frage mich, ob mit... Ach, guck mal. Ob... Was wollte ich sagen? Ja, ich hab's bestimmt gleich wieder. Ich muss mich ganz konzentrieren. Aber ich kann nichts... Oh, wir haben das Kyanid noch dabei, ne? Na gut. RIP, chinesische Kartoffel. Ich weiß es nicht. Aber wieso geht diese Tür nicht auf? Du bist gar nicht der Laser. Du bist der Laser.
Ach so, ja genau. Ob die Kapazität von den Sauerstoffpflanzen zunimmt, wenn man... Ist es das? Es ist da drin, oder? Es ist da drin. Wenn man eine bessere Flasche hat. Okay, ich muss irgendwie da rüberkommen. Vielleicht geht das hier. Nee. Da oben sehe ich auch noch eins. Also, ne, Glitches und so sind dein Freund. Ist das vielleicht? Kann das eventuell? Oder führt uns das nur wieder zurück zu Kommando? Sieht fast so aus. Ja, Schissel. Aber ich habe definitiv was gesehen. Also das heißt, wir sind hier noch nicht fertig. So viel kann man zumindest schon mal festhalten. Es macht mir ein bisschen Hoffnung. Jetzt nehmen wir mal, hoffnungsvoll wie wir sind, auch noch den Sauerstoff mit. Ist hier noch mehr eigentlich? Nee. Okay. Hallo Fischi. Ich glaube, du bist hier falsch. Nee, wo war das denn jetzt? Da irgendwie drüben, ne? Genau, irgendwie muss ich da rein. Ach. Ja! Oh mein Gott. Now I just need to build the test module. Oh mein Gott. Satellite tower. Oh mein Gott. Das war furchtbar. Wo kommen wir denn jetzt raus? Das will ich jetzt noch wissen. Ah, hallo. Schön. Okay. Hier ist noch Sauerstoff. Ach ja, und hier müssen wir raus. Oh Gott. Ah! Das war dezent krampfig. Jetzt will ich aber kurz noch wissen. Das ist literally einfach nur Zeug, was man sowieso zu Hause hat. Ich meine, ist ja gut, ne? Wenn es jetzt noch mit irgendwelchen kranken Sachen wäre, die wir noch nicht haben, zum Beispiel Magnetit, dann würde ich ausrasten, aber... Sehr gut, wir können eine Story weitermachen. Ich bin begeistert. Das war wahrscheinlich wirklich einfach der einzige Raum, in dem wir nicht waren. Aber hey, wir haben eine kostenlose Boje wieder bekommen, also... Die Erleichterung spricht aus mir. Ich muss auch gleich noch was zu essen machen nach dieser Folge. Ich habe schon wieder Bock auf Maultaschen. Also mein Problem ist momentan... OMG. Mein Problem ist momentan, ich lebe von Maultaschen. Jetzt habe ich es gesagt. Ich finde, das Faszinierende an Maultaschen ist halt einfach, die haben alles drin. Also da gibt es alle Makronährstoffe, ne? Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Und je nachdem, mit was sie halt gefüllt sind, auch noch alle möglichen Mikronährstoffe. Ist jetzt nicht das gesündeste ever und so, aber es ist auch nicht super ungesund. Und wenn da Gemüse mit drin ist, ist es ja auch gut. Und ich habe heute Mittag schon so einen riesen Salat gegessen. Mit Karotten reingeraspelt und so komischen weißen Radieschen, die einfach irgendwie farbentsättigt sind und auch nicht so ganz so scharf schmecken wie Radieschen. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie die heißen. Vielleicht heißen sie Eiszapfen, ich bin mir nicht sicher. Und was war noch drin?
Ja, und grüner Salat eben. Und dazu habe ich dann noch Paprika und Karotte Rohkost gegessen. Und dazu dann noch so Tofu-Filets. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, jetzt, heute Abend muss ich aber irgendwie noch mal was anderes, ne? Ich bin gerade dabei, irgendwie zu versuchen, eine Ernährungsroutine zu finden, die eben gleichzeitig das Optimum an Gemüse und Obst beinhaltet. Aber auch, ich brauche noch eine Tischkrolle, aber ich habe eben keinen Platz, ne? Vielleicht mal das Lithium wegpacken. Aber halt auch jetzt nicht so, sag ich mal, über streng ist. Ein bisschen streng bei der Ernährung, wenn man es wirklich gesund machen will, muss einfach schon sein. Anderweitig wird es nicht funktionieren. Ups. Aber ich habe halt meistens Bock auf Sachen, die, sag ich mal, zu 50% gesund sind und zu 50% nicht. Und das mag vielleicht jetzt noch gut gehen in meinem Alter, aber das geht halt irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut. Und mir war das eine Zeit lang so sehr, sehr wichtig und da habe ich dann auch alles hinten dran gestellt, aber habe halt irgendwann gemerkt, dass es einfach auch wichtig ist, dass man komfortabel ist. Silbererztisch gerade. Während man isst. Und deshalb will ich halt da irgendwie eine gesunde Mitte finden. Gesunde, verstehst du? Und deshalb bin ich da gerade so ein bisschen am Experimentieren. Oder am Überlegen, wie man das am besten machen kann. Ich brauche jetzt einen Titan. Ein Blei kann ich direkt mal noch holen. Kupferdraht. Ist das jetzt hier drin? Ich bin selber von meiner eigenen Ordnung verwirrt. Nee, ist es nicht. Hier sind immer noch die Produkte und da ist es nicht drin. Das heißt, wir brauchen Kupfer. Nein, brauchen wir nicht. Oh, gut, und dann ist die nächste Station auf jeden Fall wieder die Insel und da machen wir dann den Radio Tower kaputt. Und dann dürfen wir Margaret besuchen in ihrem coolen kleinen Häuschen und unser netter Haus- und Hofhund, oder eben vielmehr ihr Haus- und Hofhund, wird uns nicht mehr versuchen, den Kopf abzureißen, während wir da vorbeigehen. So, ein Titan. Meine Arbeit ist getan. Ist halt, wenn man immer nur das Minimum sammelt, dann muss man halt dafür umso häufiger gehen. Ist halt nicht sehr effizient. So. Wo ist jetzt diese Kiste? Ah, hier. Okay. Dann lernen wir mal kurz noch ein bisschen das Inventar. Zu viel Lithium, ne? Dann packe ich das jetzt hier rein. Es hilft nichts. Sollen wir noch ein Modul machen? Das könnten wir ja eben noch. 3 Blei, dann haben wir auch wieder Platz für Lithium. Ich habe nur noch ein Blei. Dann... Ach nee, ich habe eigentlich für nichts davon jetzt alles da. Ich möchte jetzt weiterkommen, deswegen mache ich das jetzt weg. In den Kern... Den Atommüll, den packe ich mal zu dem Atommüll. Hallo, meine Süßen. Ich sag euch, irgendwas ist da dran verbuggt. Jetzt ist er doch wieder am Leben. Dabei habe ich gar kein neues Ei davon reingemacht.
Vielleicht muss man das Spiel einfach nur 500 Mal neu laden und dann ist jedes Tier wieder am Leben. I don't know, man. So, ciao, Atommüll. Es ist so krank einfach. Mein eigener Atomreaktor hier. Okay. Ich freue mich gerade einfach nur sehr, dass wir das jetzt geschafft haben. Und um dieser Freude Ausdruck zu verleihen, wieso sind ja eigentlich 3 neue Baupläne, wenn ich mal fragen darf? Ah, das ist das hier noch. Ach was, da kann man seinen Prawn mitnehmen. Und da kann man schlafen. Das könnte man natürlich auch noch machen. Aber später. Interesting, aber das waren ja jetzt nicht so viel, ne? Wo war da noch was? Naja, keine Ahnung. Zack. Ach ja, ich wollte die Signale wieder anmachen. Und zwar brauchen wir Delta. Frag können wir jetzt ausmachen zum Glück. Vielleicht brauchen wir es nie wieder. Das ist ja echt nicht weit hier. Entschuldigung. Ich habe jetzt zwar immer noch keinen Thermoanzug, aber das ist halt im Moment auch immer noch schwierig, weil wir dieses Fell nicht haben. Eine Thermoskanne wäre gegangen mit dem Kaffee und so. Naja, wir haben es beim letzten Mal auch überlebt. Wenn wir nochmal mit dem Schneefuchs unterwegs sind, dann können wir das vielleicht auch verbinden. Schauen wir mal. Hello, hello. Turn your Eismaschine an. Ich gehe nochmal gleich ins Wasser, um mich aufzuwärmen. Wo ist denn meine Taschenlampe hier? Und das Tolle ist, die hat ja so eine Ionenbatterie jetzt. Also die wird jetzt ewig halten. Ah! Und es wird gerade Tag. Das ist sehr gut. Aber wir sehen ja auch schon den Turm. Aber erinnert meine Worte, es war immer schwierig, da hochzukommen, weil ich immer den richtigen Weg nicht finde. Also mal gucken, ob es uns dieses Mal besser ergeht als beim letzten Mal. Weil man denkt, man ist schon da und dann ist man aber eben doch nicht da. Ah ne, es geht aber links rum. Schauen wir mal, ob wir das jetzt auf Anhieb hinbekommen. Ich wäre begeistert. Oh, ich bin begeistert. Wuhuhuhu. Also einfach nur ganz links gehen. Das ist irgendwie das Geheimnis. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ob wir jetzt gleich irgendwas zum Explodieren bringen oder wie das für uns ausgeht. Ich meine... Okay, das Ding ist riesig. Great. Now back to the terminal. Mhm. Und dabei möglichst nicht erfrieren. Upsi. Ja. Do it. Pirate Radio. Please work. Amazing. Yes. Satellite is down.
Okay, also das war die I am Errungenschaft. impressed. That was most resourceful. Ich will mal kurz gucken, ob es hier noch was gibt. Helen ist ja die ganze Zeit in ihrem Kopf, ne? Echt, jetzt, das haben wir noch nicht gescannt. Hallo, das ist das wichtigste Bürospielzeug. All right, Altera. You win this round. Come find me at my greenhouse. I'm about a kilometer east of your position up on an iceberg. I have a present for you. I'll come by if I have time. Im Sinne von jetzt. Sure, whatever. If you have time for me in your busy social calendar. Ach, könnt ihr euch jetzt mal bitte nicht so unnötig verhalten? Das wäre schön. Also, 1000 Meter östlich. Von der Position. Dann gehen wir einfach mal 1000 Meter westlich, würde ich sagen, ne? Im Gewächshaus. Da bin ich ja mal gespannt. Oh. Warum mache ich eigentlich immer irgend so einen Scheiß, ne? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob es Wege geben würde, die einem dabei helfen, sich zurechtzufinden. Nicht so bei Nessa. Gut. Das war jetzt dringend nötig. Dieses Erfolgserlebnis. Gut. Wir müssten da eigentlich auch wieder auf Land treffen. Ganz am äußersten Rand der Karte. Ne? Wenn man sich das jetzt hier mal anguckt. Jetzt ist zum Beispiel wieder alles zugeklappt. Also manchmal verstehe ich es auch nicht. Wir waren jetzt hier. Das müsste also irgendwie dann da hinten sein. Kurz gucken, wie weit ist das jetzt weg? Okay, 100 Meter. Da haben wir noch ein bisschen was, ne? Heieiei. Ganz schön aufregend. Aber das ist natürlich auch eine Sache, wenn man sich dafür sehr angestrengt hat und sehr viel investiert hat, dann hat man natürlich auch einfach die größeren Erfolgserlebnisse, ne? Jetzt kommt hier schon Land. Ja, hier waren wir auch schon. Ich frag mich nur... Okay. Hier müsste es jetzt hoffentlich noch weiter westlich gehen. Ja, weil sonst... ist das mit den 1000 Metern ein bisschen schwierig. Was ist das denn hier? Ach, die Quallen. Nein, Fliege. Jetzt gerade nicht, bitte. Also auch generell nicht, aber jetzt vor allem nicht. Guck mal, das sieht doch verdächtig aus wie ein Einstiegsweg, oder? Und dann auch noch von so Pflanzen gesäumt. Ich muss natürlich erstmal hier gucken. Notfalls gehen wir eben nochmal ins Wasser, wenn ich noch mehr Wärme brauche. Ach, aber hier war ich ja auch schon, sag mal. Ha, kann das sein, dass das einfach nur der Weg ist, den ich nie lang gegangen bin? Ich gehe nochmal ins Wasser.
Das kann ich gleich nochmal auf der Karte zeigen. Ich glaube, das war mir dann immer ein bisschen zu weit. War ja eigentlich ganz gut, weil sonst hätten wir das jetzt schon entdeckt, bevor es relevant war. Und zwar... Ja, im Grunde irgendwo hier hinten. Also da waren wir bei Vieh, aber das da hinten haben wir alles noch nicht entdeckt. So. Mal schauen, ob das hinhaut. Und wenn nicht, nicht. Wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich was zum Verlieren hier dabei. Das hier sieht zum Beispiel schon verdächtig nach einem Weg aus, den wir gehen sollten. Und hier wird es auch schon wieder wärmer. Wunderbar. Ach, guck mal, ist das Kyanit. Oder sind wir jetzt gerade nur wieder bei der Alienstation angekommen? Hä? Nee, sind wir nicht. Wer macht da Pfeile? Und wo geht's da unten rum? Was bist du denn? Das Pfadfinderwerkzeug. Marmoranemone. Jetzt sind auch die Signale weg, weil ich denen gefolgt bin wahrscheinlich. Witzig. Ne, Moment mal, jetzt sind wir bei Vieh hier. That can't be right. Oder doch? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Wir müssen dann nur links weiter. Einen anderen Weg gibt es ja eigentlich nicht. Das aber brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Probieren wir es mal aus. Ja, irgendwo hier rum, ne? Mal schauen, wie gut man das überleben kann. Ja. Vor allem, wenn man zwischendurch noch Sachen scannen muss. 2 von 3. Da hinten ist ein Gazier. Der natürlich genau dann aufhört, wenn ich vorbeikomme. Aber irgendwann fängt er wieder an. Vielleicht auch erst in letzter Sekunde, man weiß es nicht. Da vorne ist eine Höhle, vielleicht. Ach komm schon. Jetzt habe ich mich so auf dich verlassen. Hypothermia imminent. Lass mich nicht im Stich. Der macht's wieder spannend hier. So, bye. Gott, zu viele Wege. Aber hier ist eine Leiter. Also man könnte sagen, Subnautica ist jetzt auch so ein bisschen above Nautica. Weil man jetzt auch mehr so über Wasser mal unterwegs ist. Also ich meine, gut, es gab ja beim Original Subnautica gab es ja auch diese Insel. Und die Aurora war ja quasi auch über Wasser, aber trotz allem fand ich, war das schon was anderes.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hingehe, ne? Also... So, machen wir wieder The Waiting Game. Und dann schauen wir mal, wo es uns noch hin verschlägt. Es ist halt sehr weitläufig. Also irgendwo sind wir jetzt da rum, aber wir könnten jetzt halt überall hier sein. Und wahrscheinlich ist das Greenhouse irgendwo da hinten oder so. Lalala. Da liegt ja so ein Titan in diesem Schnee, ne? Das ist so voll... Oh nee, ey. Das wird nie klappen. Nee, wird's auch nicht. Ha, naja. Aber gut, dass wir jetzt wieder bei Vieh sind. Super Sache. Geht's noch? Okay. Das war ja wohl ein Fail. Vielleicht sind wir da einmal außen rumgegangen. Medikit habe ich jetzt auch nicht dabei. Naja. Da hängt gar kein Warnschild. Vorsicht, herunterfallende Eiszapfen. Das wäre mal was. Okay. Ja! New technology acquired. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Dass wir doch am besten das Ding mitnehmen, damit wir es dann auch wirklich machen können, falls wir es finden. Oh. Ein Glühpilz. Deswegen ist hier es also so warm. Aber das war da, wo wir vorhin hochgegangen sind, kann das sein? Ja. Na, ist jetzt sowieso wurscht, weil wir können ja hier auch gar nichts herstellen, selbst wenn wir das jetzt hätten. Und Magnetit habe ich auch noch nicht. Oh nee. Da. Da.
Oh, okay. Es ist nicht der, der zu ihr gehört. Ja, das ist gut zu wissen jetzt. Holy crap. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ja, Alter, was glaubst du, was ich hier mache? Ich dachte, das wäre ihr Haustier. Hypothermia imminent. War es ja wohl nicht, ne? Scheiße. Nein, 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 nein. Hier ist doch eine Höhle. Oh Gott. Nordwest, Nordost. Im Zweifelsfall Nordwest, aber... Ist ja auch nicht so, als hätte ich hier großartig eine Wahl. Gott. Ich bin doch schon wieder an dem gleichen Punkt. Natürlich bin ich das. Was mich zu der Frage bringt, ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt, irgendwie hier durch. Ein zweites Mal überlebe ich das ja wahrscheinlich nicht. Mal schauen, was die Helligkeit für Erkenntnisse bringt. Das war jetzt nicht so gut. Also entweder bin ich falsch gewickelt oder Norden ist nicht das, was ich meine. Wenn Norden mich wieder nach Hause führt, dann bin ich vielleicht schon wieder hier, ne? Ach, es ist... schwer zu sagen. Ich habe den Klopfer nicht dabei. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ich habe keine Zeit für sowas. Lalalala. Jetzt geht auch noch der Geysir aus. Ja, ich glaube, wir gehen gerade wieder zurück irgendwie. Hypothermia imminent. Witzig. Ja, wenn wir nach Westen gehen können, heißt es ja eigentlich, dass
entweder hier gleich auf eine Wand stoßen oder dass wir vielleicht wirklich mal woanders hinkommen. Nein, wir sind einfach nur wieder am Start angelangt. Oh mein Gott. Also 2 Brücken sind da. Ich versuche jetzt mal ganz links zu bleiben. Weil das ja eigentlich bedeuten müsste, wenn wir ganz links, also wenn wir jetzt hier so da durch sind und dann hier und dann ganz links bleiben, dass wir dann eigentlich bis ganz dahinter kommen. Wenn. Falls. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Links war offensichtlich noch nicht links. Es gibt hier auch keine Waffen, ne? Aber... Okay. Das mit dem Messer bringt nichts. So. Ich probiere mal was anderes. Auch wenn ich das komische Gefühl habe, dass wir auch hier schon waren. Ach was. Vielleicht ist das jetzt dieser Ausgang, ne? Ihr erinnert euch, wo ich immer gedacht habe, das kann ich mit meinem Laser aufmachen. Und konnte es dann aber nicht. Bin ich jetzt bei der Station? Nee, ich bin wo auch immer. Oh, da schwimmt einer! Nein! Was
Was zur Hölle? Jetzt habe ich halt überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich war, ne? Hoffen wir einfach mal, dass das hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise der Ort ist, den wir suchen, weil sonst eine Hilfe. Oh Gott. Ah, guck mal! Wie er da einfach gerade umgefallen ist. Ja, die mögen das, glaube ich, nicht so, wenn ich den jetzt mitnehme. Also, wenn ich irgendwo eine Leiter sehe, dann finde ich das schon immer mal gut. Aber wie soll man denn das finden? Also ich meine, das ist ja Dangerous weather approaching. total Seek krank. shelter. Ja, vielen Dank für diese ungefähr 2,5 Sekunden Vorwarnzeit. Ah, hier vorne. Ha. Ja, Licht wäre gut. Ich mach mal meine Heizung wieder an hier. Da bin ich doch vorhin hochgekommen. Oder nicht? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja, 5000 Mal Teil vom Schneefuchs. Vielen Dank. Ja. Ne? Ach ja, da ist ja kein Dings mehr drin. Da, ich ja komplett lost bin. Denke ich mir, wer weiß, vielleicht geht es auch hier einfach weiter. Unter Wasser. Ich meine, die vorige Basis von ihr war ja auch unter Wasser, also warum nicht? Also von der einen da. Margaret. Oh Gott. Ich meine, das Schöne ist, wenn wir sterben, sind wir wieder im Fahrzeug. Das Schlimme ist, wenn wir sterben, sind wir wieder im Fahrzeug. Also, da wäre dieses Werkzeug jetzt wirklich sinnvoll gewesen.
Ich hab's sogar dabei. Dum. Und ein Blasenfisch, natürlich. So. Ja. Bleib bloß weg von mir. Das ist jetzt diese Leiter, die wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Was ist denn hier? Das ist die andere Leiter. Leute, ich bin überfragt. Ehrlich gesagt. Ich mache mal auf jeden Fall speichern. Was? Was? Ach, das sind diese Dinger hier. Die bewerfen einen irgendwie mit Eiszapfen, kann das sein? Das macht es auch nicht besser, dass das bei jeder Tages- und Nachtzeit anders aussieht hier. Aber schön, dass ich schon wieder an diesem Punkt bin. Gott. Jetzt nur rechts gehen ist wahrscheinlich genauso wenig sinnig, ne? Gott, ja, geht's gar nicht rum. Naja, so oder so, wir müssen jetzt mal diese Folge beenden. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich versuche irgendwie rauszufinden, wie es hier weitergeht. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, eine schöne Zeit und ja, tschüss und auf Wiedersehen.